Unsere Begegnung war kein Zufall, sondern Schicksal. Wo kommen die denn her? Meine zweite Chance. Dr. Hochstädter, wir sind jetzt unter uns, wenn es irgendetwas gibt, was Sie mir zu sagen haben. Was verlangt Ansgar von Ihnen? Dr. Hochstädter, ich habe doch gehört, dass Sie mit Ansgar über das Testament meines Mannes gesprochen haben. Um was ging es da genau? Da war nichts Besonderes. Eine Formalität. Was für eine Formalität? Als Witwe müssen Sie mich über alles informieren. Also gut. Gräfin, Ihr Stiefsohn... Reden Sie. Ihr Stiefsohn hat mir netterweise eine Frage zum Ablauf der Testamentseröffnung beantwortet. Es war nur eine Kleinigkeit, mit der ich Sie bei der Trauerfeier nicht behelligen wollte. Sind Sie ganz sicher? Absolut. Oder wollen Sie meine Loyalität in Frage stellen? Ich versichere Ihnen. Ist schon gut. Schon gut, schon gut. Aber ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass Sie alle Fragen, ich betone, alle Fragen, die das Testament betreffen, ausschließlich mit mir zu klären haben. Selbstverständlich. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ich habe noch einen wichtigen Termin. Meine Füße berühren den Boden nicht. Oh, wie ich die Nacht geschlummert habe. Ach, verdammt, wo ist denn hier der Ausgang? Krasser Text. Danke. Heiße Strümpfe. Findest du? Absolut. Trotzdem bin ich froh, dass ich die nur heute Abend tragen muss. Die kratzen ganz schön. Na dann, viel Spaß heute Abend. Kommst du nicht mit? Ich muss zu einer Bewerbung, leider. Seit wann müssen sich Zivis abends auf eine Stelle bewerben? In der Kulturfabrik. Wo ist die nochmal? Das wollte ich eigentlich dich fragen. Ich habe einen Stadtplan. Irgendwo. Hier, Kannst du mir den leihen? klar. Danke. Dein Auftritt heute Abend wird bestimmt echt krass. Toi, toi, toi. Dir auch. Also beim Bewerbungsgespräch, meine ich. Ist es nicht ein bisschen gemein, Knöllchen an Ortsfremde zu verteilen? Die gelten deutschlandweit. Ja, aber wenn man sich nicht auskennt und nicht weiß, wo hier Parkhäuser sind, Ist das Ihr Wagen? wird es einen Unterschied machen? Tut mir leid, ich bin nur ein besorgter Bürger, der an das Image von Düsseldorf denkt. Wie löblich. Dann habe ich ja richtig geraten. Das ist dein Auto. Kannst du hell sehen oder bin ich einfach der klassische Oldtimer-Typ? Du bist der klassische Flensburger Nummer beim Jugendamt-Typ. Und außerdem der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Meinst du nicht, solange du keinen Mitarbeiterparkplatz kriegst, kannst du dich ruhig zum Besuch anstellen? Ja, das wollte ich ja, aber da war alles voll. Na super. Ich habe noch versucht, dieses uniformierte Monster zu verscheuchen, leider ohne Erfolg. Kaum zu glauben, dass überhaupt eine Frau deiner Charmoffensive widerstehen kann. Wie wär's, wenn wir uns einen netten Nachmittag machen und irgendwo einen Kaffee trinken gehen? Nein. Na gut, ich habe da noch eine Alternative anzubieten. Hat jemand von euch Susanne gesehen? Leider nein. Das heißt, Doch, ich habe sie vorhin draußen mit Jana gesehen. Ihr wollt los, nicht wahr? Ja, wenn wir die große Premiere nicht verpassen wollen. Premiere? Ach, Lisa hat heute ihren großen Auftritt bei einem Theaterstück. Ja, sie will Schauspielerin werden. Richten Sie ganz liebe Grüße aus? Ja, werde ich machen. Also sammle ich mal meine Tochter ein.
Wiedersehen. 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 Elisabeth, Wie bitte? eine sehr schöne Feier. Sehr würdevoll. Ich bewundere sehr, wie du das alles gestemmt hast. Ich weiß, wie viel Kraft so etwas kostet. Ja, natürlich, sicher. Entschuldige mich bitte, Arno, bitte. Ja, klar. Meine Tochter Carla setze ich zur Alleinerbin meines Vermögens ein. Ihre Geschwister Ansgar, Leonhard, Konstantin, Nikola und Sarah werden, wie in Abschnitt 3.7 aufgeführt, bedacht und erhalten zudem lebenslanges Wohnrecht auf Königsbrunn. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er tot ist. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, die Tür geht auf und er kommt einfach reinspaziert. Vielleicht fällt es dir ja leichter, wenn du erstmal in Chicago bist. Jana hat es mir vorhin erzählt. Und ihr fahrt wirklich schon in 3 Wochen? Ja. Im Grunde müssen wir nur noch den Umzug organisieren. Aber bitte tu mir einen Gefallen, sag's noch keinem mehr. Wir möchten es den anderen erst später erzählen. Es ist das Beste so. Sicher. Auch wenn du dann nicht da bist, wenn wir unser Kind bekommen. Wir kommen euch besuchen. Versprochen. Aber zuerst müsst ihr euch in Chicago einrichten. Ich drücke jedenfalls alle Daumen, dass alles genauso wird, wie ihr euch das wünscht. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Wollen wir dann los? Ach, Leonhard, ich kann nachempfinden, wie es dir geht. Wenn es irgendwas gibt, was ich für dich tun kann, sag Bescheid. Danke. Bis bald. Bis bald. Wir halten Sie es hier bloß aus. Adrians legendäre Großzügigkeit. Richten Sie wieder die Webcam ein. Ich möchte meinen Sohn sehen. Ich versuche, was ich kann. In den letzten Tagen war es schwierig. Wahrscheinlich ist diese Schnapsnase die ganze Zeit um meinen Sohn herumgeschlichen. Und Ansgar toleriert das auch noch und macht vor Streitmann eine auf heile Familie. Kennen Sie Herrn Streitmann? Ja, allerdings. Er war das letzte Mal auch mit dem Fall betraut. Aber noch einmal wird er mir meinen Jungen nicht wegnehmen. Bevor Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf Herrn Streitmann lenken. Er hat den Fall an seine Assistentin delegiert. Sie soll das Gutachten erstellen. Ach ja? Mhm. Die Frau kommt frisch von der Uni, eine gewisse Lydia Brandner. Brandner? Hey, warte mal! Ich dachte schon, du hättest es dir anders überlegt. Das wäre mir im Traum nicht eingefallen. Ich war sogar für die Deluxe-Variante im Café. Ja, ich weiß, ich bin ein Ladenstein und du musst dich von rechts wegen um den kleinen Hannes kümmern. Aber den gönnen wir uns jetzt schon noch, oder? Was ist? Hast du Angst, dass uns jemand zusammen sieht? Naja, Die haben bestimmt Besseres da oben zu tun und selbst wenn. Wir trinken nur einen Stein Kaffee. Aber jetzt muss ich erst mal gucken, was ist. Hier, schwarz. Ohne Zucker für mich. und was kriege ich? Blond und süß, wie du. Ach, Nee, ich habe einen Blick für sowas. Deswegen weiß ich auch, dass wir vom Kaffee mal abgesehen genau dieselben Vorlieben haben. ist das so? Na, dann leg mal los. Welchen Sport mache ich? Okay. 3-mal die Woche Workout und definitiv Yoga. Wie schmeichelhaft. Du verwechselst mich mit meiner Mutter. Gut. Du spielst Tennis. Hockey. Eishockey. Feldhockey. Gut, kurze Röcke sind auch viel hübscher. Ich sehe schon, dein Lieblingssport ist Leistungsmacho. Stimmt. Und Kitesurfen. Mit oder ohne Brett? Find's raus. Ja, keine Dates mit Lahnsteins. Obwohl, wenn ich deine nächsten 3 Vorlieben richtig rate, gewinne ich ein Date. Schaffst du sowieso nicht. Abwarten. Wir wollten schon ohne euch los.
Lass mir doch nicht deine Premiere entgehen. Vielleicht ist das ja der Beginn einer wunderbaren Karriere. Jetzt hat dir gerade noch mehr Flausen in den Kopf, ja? Wenn das ihr Traum ist, dann verdient sie Unterstützung. Oh, go for gold. Ah, Kostüm. Hat euch niemand gesagt, dass diese Branche ein Haifischbecken ist? Kann's losgehen? Ja, von mir aus. Kamera hab ich, dann kann sich Matthias heute Abend euren großen Auftritt angucken. Ach, ich schaff hier die... Er ist auf der Baustelle aufgehalten worden, kaum bei Braten am Bau und schon wie ein Wilde am Rödeln. Ja, danke. Kommt ihr jetzt? Gehst du zu einem Bewerbungsgespräch? Ja. Toi, toi, toi. Mein Großer, sonst musst du noch in Flensburg bleiben. Also jemand, der Ahnung von Design hat und auch noch mit Kindern umgehen kann. Passt doch perfekt in die Kulturfabrik. Also ich glaube, wenn es nach dir ginge, hätte ich den Job schon. Und wie? Lisa, jetzt komm endlich. Wieder Falschstoß verloren. Nein. Bis gerade eben habe ich nur geübt. Jetzt wird's ernst. Ich weiß zum Beispiel, dass du gerne tanzt. Große Leistung. Ich atme auch gern und ich schlafe einmal täglich, so wie die meisten eigentlich. Muss doch schon ein bisschen genauer werden. Salsa. Standard. Hilfe, nein. Ich tanze gern mal ab in Clubs und so. Das wäre mein nächster Tipp gewesen. Jetzt Musik, da liegt garantiert richtig. Jazz. Igitt. Sag bloß, du stehst auf dieses Ich verweigere die Aussage. Sieht aus, als könnte ich besser raten als du. Tja, dann tauschen wir die Rollen und du rätst und wenn du gewinnst, dann darfst du mit mir ausgehen. Sag mal, kann es sein, dass es bei diesem Spiel immer nur einen Gewinner gibt? Nein, 2. Und da bin ich mir absolut sicher. Das ist besser, wir vergessen das trotzdem. Aber danke für den Kaffee. Sekunde. Bevor ich später irgendwas Falsches in meine Memoiren schreibe. In deinen Memoiren? Ja, in dem viel zu kurzen, aber nicht minder bedeutsamen Kapitel über eine gewisse Lydia. Und was steht da drin? Ja, deswegen frage ich ja. Wenn es mit deinem Job nicht wäre, würdest du mich dann auch so gänzlich herz- und gnadenlos abservieren? Ich glaube nicht. Okay. Dann reserviere ich für uns heute Abend den Tisch im Schneiders. Sebastian, wie oft noch? Es geht nicht. Moment. Ich will dich ja gar nicht drängen, aber vielleicht überlegst du es dir ja doch noch. Ich warte jedenfalls auf dich. Und wenn du kommst, dann verspreche ich dir den besten Abend, den du dir vorstellen kannst. Und wenn nicht, dann gehe ich einsam und allein nach Hause. Hör Jazz, wein die ganze Nacht in die Kissen und lass dich für immer in Ruhe. Ich sag jetzt nichts. Denk einfach noch mal drüber nach. Sag mal, dein Chef, macht er den Eindruck, als würde der häufiger in Nobelrestaurants essen? Streitmann? Der sieht eher nach Pommesbude aus. So wie du. Ja, dann geh zu deiner Verabredung. Und wahrscheinlich entpuppt sich dann dieser Sebastian nach näherem Hinsehen sowieso als absolute Pfeife. Und das Problem hat sich von ganz alleine gelöst. Schon klar. Alles Frösche außer Papa. Also so vermessen bin ich nicht. Weiß ich doch. Geh hin. Sagen Sie mal, was fällt Ihnen eigentlich ein, mir permanent wegen irgendeiner Lappalie nachzulaufen? Entschuldigen Sie, Graf Lahnstein. Ich bin davon ausgegangen, dass Sie als zukünftiger Schlossherr ab sofort mein Ansprechpartner sind. Haben Sie natürlich recht. Schön, ich bringe meinen Sohn ins Bett, dann zeige ich Ihnen, wo der Schlüssel für die Stallung hängt. Das wäre sehr hilfreich, danke. Das kann auch heiter werden, wenn der hier mal das Sagen hat. Mach dir keine Sorgen. Wenn er endlich Chef in der Holding ist, dann wird er sich da schon austoben. Das wird ihm nicht reichen. Er hat doch schon mal gedroht, uns alle vom Schloss zu werfen. Ach, Konstantin, ich bitte dich, das hat er niemals so gemeint. Selbst Ansgar hat Sinn für Tradition und Familie. Das denke ich auch. Überleg mal, wie er sich heute um Elisabeth gekümmert hat. Ja, heute. Und was war mit den letzten 20 Jahren? Johannes hat für alles die richtige Lösung gefunden. Wie meinst du das? Alles zu seiner Zeit. Carla, hast du mal einen Moment? Es gibt ein kleines Problem im Auktionshaus. Da könnte ich deine Hilfe gut gebrauchen. Natürlich. Du bist ja völlig in deiner Rolle aufgegangen.
Also diese unglaubliche Naivität von der Wendler. Ich habe komplett vergessen, dass das da auf der Bühne meine eigene Tochter ist. Ich bin so stolz auf die. Oh, sie war so toll. Und stellt euch vor, nach der Vorstellung hat sie jemand sogar von der Castingagentur angesprochen. Wenn die mal seriös war. Ach, Papa. Du warst wirklich gut. Und das aus deinem Munde. Das ist wirklich das schönste Kompliment, das ich heute bekommen habe. So, und darauf stoßen wir jetzt an. Lisa, habt ihr nicht schon hinter der Bühne nach der Vorstellung Sekt getrunken? Ach, na und? Und mein Großer, kann man mit dir auch gratulieren? Sie sagen mir morgen Bescheid. Wie ist denn gelaufen? Das bedeutet gut. Ja, komm, Papa, jetzt zeig mal das Programm. Die nehmen dich bestimmt. Komm, darauf trinken wir. Das soll Glück bringen. Und wie war's bei dir? Lisa war fantastisch. Katja hat alles gefilmt, also wenn du Lust hast, dann könnten wir hochgehen und uns das zusammen anschauen. Gebongt. Das ist perfekt. Du hast das Problem allein gelöst. Ich weiß nicht, wie ich dir da noch helfen soll. Eigentlich wollte ich auch über etwas anderes mit dir sprechen. Ich möchte der Testamentseröffnung nicht vorgreifen. Aber ich weiß, wie impulsiv Ansgar reagiert. Und deshalb möchte ich, dass du gewappnet bist. Ich? Warum? Ansgar hat Johannes so oft enttäuscht. Und auf der anderen Seite wusste Johannes, dass er sich auf dich immer verlassen kann. Geschäftlich wie privat. Du warst immer loyal. Auf was willst du hinaus, Elisabeth? Johannes hat Ansgar aus seinem Testament gestrichen und dich zur Alleinerbin eingesetzt. War ausnahmsweise eine gute Idee, auf dich zu hören und hierher nach Düsseldorf zu kommen. Ich habe das Rheinland immer ein bisschen vermisst. Deine Familie tut hier alles, damit wir uns hier wohlfühlen. Ha? Und dann der Job bei Arno. Mhm. Und wenn Fabian erstmal seine Zivi-Stelle kriegt, dann kann ich mir vielleicht eine neue Herausforderung suchen. Jobmäßig meine ich natürlich. Ha? Was meinst du? Schatz? Meine Tochter. Meine Gene. Was hast du vor? Geh ins Terrarium. Nimmst du den Frosch also doch unter die Lupe? Muss ich das jetzt verstehen? Viel Spaß. Oh doch, Mädchen, du irrst. Martha Bessel wird Abend für Abend geschlagen, dass man andern Tags Striemen sieht. Oh, was die leiden muss. Siedend heiß wird es einem, wenn sie... Was ist denn da los? Keine Ahnung. Ups. Oh. Komm, lass doch. Ist doch nicht so wichtig. Doch, ich will weitersehen. Du bist echt gut. Und du bist ziemlich süß. Was? Ich kann das nicht. Die Firma, das Schloss. Die ganze Verantwortung, das schaffe ich nicht. Johannes hätte dich nicht als Erbin eingesetzt, wenn er dir das nicht zutrauen würde. Ich habe eine kleine Tochter, um die ich mich kümmern muss. Wir werden dir alle zur Seite stehen. Außerdem hast du doch die Firma bereits erfolgreich geleitet. Und wenn Johannes Rat brauchte, dann hat er immer zuerst dich gefragt. Egal, ob es um Geschäftliches oder Privates ging. Das ist doch was ganz anderes. Johannes will nun einmal, dass du seine Nachfolgerin wirst und nicht Ansgar. War das wirklich nötig, dass ich noch mal herkommen musste? Nach Ihrem Auftritt heute Nachmittag war das sogar bitter nötig. Ich warne Sie, Hochstädter. Ein falsches Wort und ich lasse Ihren Sohn in seiner Zelle in Thailand verrotten. Sie können sich auf mich verlassen. Aber es wäre mir sehr lieb, wenn wir die Testamentseröffnung so schnell wie möglich ansetzen könnten. Jetzt machen Sie sich nicht ins Hemd. Sie haben sicherlich mehr Erfahrung mit Betrug als ich. Vorsicht mit dem, was Sie sagen, ja? Auch Sie sollten vorsichtig sein.
Heute Nachmittag hatte ich den Eindruck, dass Ihre Stiefmutter sehr wohl weiß, was in dem echten Testament Ihres Vaters steht. Jolle Brandner, mit der werde ich schon fertig. Das mag ja alles sein. Aber hast du schon mal drüber nachgedacht, wie Ansgar reagieren wird, wenn er erfährt, dass Vater ihn enterbt hat? Vaters Anerkennung, das war immer das Wichtigste für ihn. Bei dir wollte er sich durch Lügen und Betrug erkämpfen. Trotzdem, schlimmer kann man Ansgar nicht demütigen. Johannes ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Aber er hatte gute Gründe dafür. Und wir werden uns doch von Ansgars möglicher Reaktion nicht einschüchtern lassen. Graf Lahnstein, was kann ich für Sie tun? Ich habe einen Tisch für 2 bestellt. Ja, wie versprochen, wir haben den schönsten Tisch für Sie reserviert. Angelo, kümmern Sie sich um die Blumen? Selbstverständlich. Ich darf doch. Bitte sehr. Aber es hat noch niemand nach mir gefragt, oder? Die Dame kommt bestimmt gleich. Ich meine, wer würde Sie versetzen? Kein Ton. Sonst schlitze ich dich auf. To your heart.